Es geht was im Mittelstand. Eine Veränderung bei der Einstellung von Mitarbeitern. Die werden teurer. Und mancher Unternehmer schaut schockiert auf die Gehaltsforderungen bei Neueinstellungen. Kann ich mir das überhaupt leisten? Ist der das wert? Ich will ja mehr verdienen, als ich mir selbst auszahle. Großes Problem. Aber muss gelöst werden. Und wie genau ich das mit meinen Mittelständlern hingekriegt habe, das zeige ich euch heute in den Business Tapas. Ende Dezember 2023 habe ich in der Jahresplanung mit einem meiner Business-Coaching-Kunden die Planung für sein Unternehmen für die nächsten 5 Jahre überarbeitet und die konkrete Planung für 2024 dementsprechend angepasst. Und ein Ziel für dieses Jahr war die Einstellung eines Vertrieblers, damit mehr Leads bearbeitet werden und mehr zahlende Kunden gefunden werden. Die Entscheidung, dass jemand kommen muss, die war schnell getroffen, ja. Aber bei jemanden finden, da fingen seine Bedenken an. Wie finden wir denn jemanden? Passt der zu uns? Können wir uns das leisten? Was, wenn der sich nicht rechnet? Ja, ich meine, man kann diese Fragen alle rational beantworten und dann kommst du zu einem Ja. Aber was unterbewusst mitschwingt, ein Unternehmer im Mittelstand denkt langfristig im Sinne von, kann ich mir den neuen Mitarbeiter auch dauerhaft leisten? Also während im Konzern die Denke ist, wenn der nicht gut genug ist oder sich nicht rechnet, dann muss er halt in der Probezeit wieder gehen. Aber der Mittelständler denkt anders. Also haben wir die Entscheidung getroffen und die Suche gestartet. Und dieses Mal nicht eine Standardanzeige gemacht und auch kein super cooles Recruiting-Video. Wir haben einfach eine Online-Anzeige ohne Schnickschnack in klarer Sprache verfasst. Was soll der Bewerber bei uns tun? Wann passt er gut zu uns? Und dann haben wir aufgerufen, den Inhaber anzurufen, um mehr zu erfahren. Kein, wir sind der tollste Laden, kein, wir bieten dir einen Obstkorb, kein, schicke deine vollständigen Unterlagen mit Angabe von Gehalt an Bewerbung. Nee, wir haben mit der Anzeige Wertschätzung ausgedrückt. Lieber Interessent, du bist es wert, dass der Inhaber des Unternehmens sich 10 Minuten für das erste Telefonat Zeit mit dir nimmt und ihr persönlich die nächsten Schritte besprecht. Und die Hürde war niedriger für diejenigen, die eigentlich nicht auf der Suche nach einem Job waren, weil die ja eigentlich keine aktuellen Bewerbungsunterlagen haben. Wir wollten bewusst die latent Unzufriedenen ansprechen, die sich noch nicht aktiv beworben haben. Wir haben etwas mehr als 30 Bewerbungen bekommen und diese dann gemeinsam besprochen. 3 Kandidaten gefielen uns und die wurden zum Gespräch eingeladen. Favorit 1 und 2 kamen in die nächste Runde. Die Vorbereitung der Gespräche haben wir mit einer Fragen-Checkliste gemacht. Wie findet man raus, ob der Bewerber zum Team passt? Und wie muss man die Station in seinem Lebenslauf interpretieren? Wie stelle ich mein Unternehmen realistisch und sympathisch vor? Und wir haben dann im Gespräch alle Bedenken meines Unternehmers besprochen und in einen Gesprächsleitfaden integriert. Und den kann er jetzt natürlich ab sofort immer benutzen. Das ist jetzt eine Blaupause. Und weil es mir gerade einfällt, noch ein kleiner Exkurs zum Argument, ich habe ja nicht viel zu bieten als kleine Firma. Nee. Das höre ich gleich am Anfang bei meinen Gesprächen mit den Inhabern und ich muss jedes Mal vehement widersprechen, denn kleine Firmen haben genauso viel zu bieten wie große Firmen, sind nur andere Dinge. Und die muss man aufzählen. Aber selbst wenn wir das dann auflisten und genügend zusammenkommt, dann merke ich bei den Unternehmern immer so eine Zurückhaltung und die kommt aus einer Unsicherheit heraus. Was, wenn der neue Mitarbeiter mehr kann und vielleicht besser ist als ich, dem das Unternehmen gehört? Wie gehe ich dann damit um und was sagt mein aktuelles Team dazu? Denn die merken das ja auch. Also für mich ist klar, je mehr mein Mitarbeiter Dinge kann, die ich nicht kann, desto besser. Und als Unternehmer zahlst du den Mitarbeiter nicht dafür, dass der das kann, was du kannst, sondern dass der dich und deine Fähigkeiten ergänzt. Also keine Angst vor besseren Mitarbeitern, die bringen mehr, als dass sie schaden. Zurück zum erfolgreichen Prozess. Also wieder zurück zu meinem Unternehmer. Aufgaben sind klar und die sind abgestimmt. Und mit den Aufgaben der bisherigen Mitarbeiter abgestimmt. Die Anzeige ist erfolgreich, der Lieblingskandidat ist gefunden. Jetzt kommt das große Thema. Gehalt und Vertrag. Den hätte ich gern, aber den kann ich mir nicht leisten, hat meiner gesagt. Naja gut, im ersten Schritt mag das ja stimmen, aber im zweiten Schritt gibt es immer einen Weg. Denn der Kandidat ist ja auch nicht dumm. Der hat seine Gründe, warum er wechseln will. Und im aktuellen Fall haben wir das Gehaltsproblem sehr clever gelöst, indem wir ein Fixgehalt definiert haben und eine erfolgsabhängige Prämie ohne Deckelung dazugepackt haben. Dann haben wir die Parameter definiert, die zur Auszahlung der Prämie führen werden. Und wir haben eine Perspektive für eine weitere Karriere aufgezeigt. Letztendlich hat der Kandidat vorübergehend ein niedrigeres Gehalt als im alten Unternehmen akzeptiert. Und mein Kunde hat mehr gegeben, als er sich eigentlich hätte vorstellen können, weil für beide die Chemie stimmte
und sich beide vorstellen können, langfristig erfolgreich miteinander zu arbeiten. Ja, und dann kam noch ein Problem dazu. Der neue Mitarbeiter würde dann mit Prämie mehr verdienen als die Prokuristen im Unternehmen. Auch darüber haben wir gesprochen und eine logische und auch emotionale Argumentationskette für das Vier-Augen-Gespräch mit der Prokuristin vereinbart. Also Fazit, die Art der Einstellung und das Gehaltsniveau im Mittelstand verändern sich gerade. Je mehr dein Unternehmen wächst, desto mehr musst du als Inhaber auch mitwachsen und eine andere Perspektive einnehmen. Ja, das ist schwierig, aber dafür gibt es ja Coaches wie mich. Und bitte, bitte, verschieb die Einstellung von Mitarbeitern nicht nur, weil du glaubst, dass es nicht geht. Lass uns lieber nach einer kreativen Lösung suchen und die finden, auf die du allein nicht kommen würdest. Und genau dafür bin ich da und freue mich auf deinen Anruf.